In diesem Video möchten wir mit euch teilen, wie wir erfolgreich Knollenfenchel anbauen. Die Aussaat im Haus mit Zusatzbeleuchtung oder mit einem Südfenster funktioniert gut so von Ende Februar angefangen bis Ende März. Wir haben eine Keimtemperatur beim Fenchel von ungefähr 18 bis 22 Grad und eine Saattiefe von 1,5 bis 2 cm. Wir verwenden Aussaaterde, also nährstoffarm und bei uns aus der Dampfschubkarre, und pro Pöttchen kommen bei uns ungefähr 2 bis 3 Samen hinein. Sobald die gekeimt sind, wird es auf jeden Fall kühler gestellt. Und wichtig ist auch, dass wir viel Licht für den Fenchel haben. Bei uns kommt er dann ins Gewächshaus, wenn es denn tagsüber keine tieferen Temperaturen mehr hat. Pikiert wird der Fenchel bei uns nicht, das klappt gut, und bis zur Auspflanzung bleibt er weiterhin in der Aussaaterde stehen. Die Auspflanzung im Freiland dann erfolgt bei uns Mitte, Ende April, und was unbedingt wichtig ist, ist der Abstand. Von Pflanze zu Pflanze haben wir 30 cm. Wenn wir weniger Abstand haben, dann werden auch die Knollen kleiner, zumindest ist das unsere Erfahrung. Als Reihenabstand wählen wir hier immer ungefähr 40 cm. Besonders wichtig ist der Standort beim Fenchel, denn der braucht ganz viel Sonne. Und wichtig ist auch zu wissen, dass er ein recht kleines Erntefenster von ungefähr 1 bis 2 Wochen hat. Wenn wir also regelmäßig Fenchel im Selbstversorgergarten ernten wollen, dann lohnt es sich, den versetzt auszusehen und dann eben auch später versetzt zu ernten. Wenn das Erntefenster mehr oder weniger schon vorbei ist vom Knollenfenchel, dann verholzt sich die Knolle, die Pflanze so ein bisschen und er geht schnell in Blüte. Die Blüten schmecken zwar auch sehr gut, aber wenn man auf Knollen aus ist, dann ist es einfach zu spät. Wenn wir also regelmäßig frische Fenchelknollen im Garten haben, dann können wir einfach von Ende Februar, Anfang März bis August regelmäßig aussehen und dann entsprechend auch regelmäßig ernten. So ähnlich wie wir das mit unserer Salatplatte auch machen, einmal im Monat gibt es hier eine frische Aussaat von Salat. Beim Anbau von Knollenfenchel ist es auch wichtig, den Unkraut frei zu halten. Der braucht schon ein bisschen Luft und wenn wir was dazu pflanzen wollen, so mischkulturmäßig, dann könnte das beispielsweise eine Beipflanzung von Salaten oder Radieschen oder eben auch Sellerie sein. Neben Bohnen, Kohl oder Tomaten steht der Fenchel nicht so gerne. Und noch ein Wort zum Gießen. Natürlich braucht der Fenchel auch Wasser und es ist super, den zu mulchen, damit das Wasser in der Erde bleibt. Aber wenn es dann wochenlang nicht geregnet hat, dann müssen wir doch unbedingt mal gucken, dass der Fenchel auch genug Wasser bekommt. Wenn ihr mögt, lasst uns gerne ein Abo beim Garten-Gemüsekiosk YouTube-Kanal da freuen wir uns sehr drüber. Genauso wie über euren Daumen nach oben. Verlinkt haben wir für euch noch unsere Playlist Grow Veggies mit vielen kurzen, knackigen Gemüseanbauvideos und unsere lange Version vom Sellerie, denn Sellerie und Fenchel stehen ganz gerne zusammen. Viel Spaß mit dem Fenchel bei euch im Garten!